Hey ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account mit Wasp und mit Railgun. Heute übrigens ein exquisiter Tee, ein Räubusch-Tee, verfeinert mit Zimt und Pflaume. Ich bin mir sicher, den hatte ich schon mal. Aber, lecker. Gut. Das nächste Mal gibt es dann einen anderen Tee. Ich habe etwas Neues gelernt und das möchte ich mit euch teilen. Also, wenn ihr bereits am Essen seid, lehnt euch zurück. Vielleicht kocht ihr auch noch, dann vielleicht nicht. Außer das Essen ist im Ofen, dann vielleicht schon. Vielleicht brennt es aber auch an, dann nicht. Vielleicht muss es aber auch nur köcheln, dann vielleicht schon. Egal. Ich dachte ja immer, es gibt nur die sogenannte Midlife-Crisis. Aber wer schon viel früher in seinem Leben eine Krise erleben möchte, und damit meine ich nicht die Drohne, der jetzt im Sonderangebot, der kann sich auch die Quarter-Life-Crisis holen, ja? Wer also in seinen 20ern nicht weiß, was er machen will und die 40-Stunden-Woche ist nichts für ihn, obwohl wir ja eigentlich alle mitbekommen haben sollten, das mit Work-Life-Balance, das ist vorbei. Aber gut, es gibt ja Leute, die möchten das nicht, ne? Die möchten ihre jungen Jahre, ihre vitalen Jahre nutzen, um irgendwas zu machen, also irgendwas mit Social Media. Früher, vor über 10 Jahren, hat man noch gesagt, ja, Ausbildung oder so, ja, irgendwas mit Medien. Heutzutage ist es dann eher irgendwas mit Social Media. Die fürchten die 40-Stunden-Woche wie der Teufel das Weihwasser. Entschuldigung. Naja, jedenfalls halt irgendwas, ne? Irgendwas. Andere Leute können es auch, ich kann es auch, so gesehen, ne? Und was auch immer es ist, ja, keine Ahnung. Aber man hat schon gekündigt, also vielleicht wurde man auch rausgeworfen oder so, weil man halt nur irgendwelche TikTok-Tänze gemacht hat oder was auch immer. Ja, oder sein oh, Leute, kennt ihr diese Videos, wo Leute ihren Arbeitsalltag zeigen? Ich frage mich manchmal, ob das gestellt ist oder ob die wirklich, also ob das echt ihr Alltag ist. Die fangen halt, oh Mann, ich komme hier nur ins Reden, aber okay. Noch was anderes zuerst. Ich vergleiche das einfach mal mit einer Katzenfutterdose. Ja. Ich weiß, jetzt hört mir zu, das wird Sinn ergeben, ja. Das ist der Newsche Social Media Katzenfutter-Vergleich. Ja, das ist hochprofessionell. Dazu gibt es übrigens eine Studie, die muss ich mir noch ausdenken, aber ich hoffe, ChatGPT hilft mir da weiter. Jedenfalls, in dieser Studie kam heraus Folgendes. Also, wenn man Katzenfutter mit Social Media vergleicht, dann ist die Katzenfutterdose, wenn man öffnet, so gesehen, ja, der Zugang zu diesen sozialen Netzwerken. Und manche Leute reagieren ja sehr, sehr empfindlich auf den Geruch von Katzenfutter. Also ich persönlich, wenn mal das Essen knapp wird, ich nehme es auch, aber Spaß beiseite. Ja, jedenfalls, ne, und man denkt sich, boah, nee, das ist ja ekelhaft. Aber man macht es halt trotzdem. Warum? Weil es ja eine liebe Katze in seinem Leben gibt, ja, die gerne das Ding frisst, ja. Und die möchte man natürlich glücklich machen, ja. Und dann macht man das und dann ist man auch selber glücklich, ja, weil eine halbe Stunde später wird dann wieder rummiaut und gesagt, man hat noch nie im Leben etwas gegessen. Ja, so ist es. Ja, also da muss man durch. Und so ähnlich ist es halt auch bei mir, was Social Media angeht. Ja, ich mach diese Dose auf und denke mir, muss das denn sein? Aber irgendwie macht es auch Spaß, sich 10 Minuten halt mal so ein bisschen berieseln zu lassen und sich aufregen zu können über andere Leute, ja. so oder so ähnlich würde ich das jetzt einfach mal vergleichen. Na? Aber gut, okay, kommen wir mal ganz kurz zu dem Alltag. Ja, da fängt man irgendwo um 9 an, ins Büro zu fahren. Dann gibt es erstmal natürlich auf dem Weg einen Zwischenstopp, um sich einen Kaffee zu holen. Dann fängt man an, sich dann auf Arbeit vielleicht dann nochmal einen Kaffee zu holen oder einen Snack. Dann kommt irgendwie dann die Vorbereitung auf die Arbeit, indem man halt die E-Mails oder so durchgeht. Dann gibt es eine kurze Pause, weil danach startet schon ein Meeting. Nach dem Meeting gibt es dann Mittagessen und vielleicht noch irgendeine Yoga-Session oder sowas. Und dann danach gibt es dann erstmal noch einen Snack. Und ja, also irgendwann so dazwischen kann man dann auch mal dann seine Arbeit für den heutigen Tag so langsam aber sicher beenden und dann nach Hause gehen. Also so oder so ähnlich. Klingt cool. Klingt sehr, sehr cool. Nehme ich. Aber
kommen wir zurück zur Quarterlife-Crisis. Und was macht man also, wenn man halt das Leben vorgelebt bekommt durch soziale Netzwerke, wie es halt eigentlich gelebt werden soll? Und zwar einfach mit seinen besten Besties die Berliner Innenstadt unsicher zu machen, indem man halt sich die neuesten, hippen und coolen Cafés raussucht, dort erstmal, ich weiß nicht, wann die coolen Kids heutzutage in die Cafés gehen. Ich war noch nie in einem so hippen Café. Ja. Ich weiß. Traurig. Gut. Ja, oder sich halt natürlich den Traum einer Dachgeschosswohnung im Altbau endlich irgendwie zu ermöglichen, ja. In Berlin natürlich. Wo denn sonst, ja. Und dann zwischendurch kann man dann auch mal reisen und alles Mögliche und die Welt so ein bisschen entdecken. Das klingt alles sehr, sehr schön, ne? Das ist gar keine Frage. Und das ist sehr verlockend, ja. Und wenn man halt natürlich nur dann sowas reinbekommt in seinen sogenannten Feed, während man Doomscrolling betreibt, versteht ihr, ich versuche hier hip zu klingen. 6, 7! Boah, ey, wirklich, manchmal denke ich mir, war ich genauso dumm? Ja? War ich früher genauso dumm? Aber dann gibt es ja immerhin so dann auf einmal, war das ein Studio oder so, die dann zum Ergebnis kam, dass Gen Z dann doch dümmer ist als die vorherige Generation. Ja. Übrigens, ich gehöre offiziell noch zu Gen Z, ne? Also, so jung bin ich. Oh Mann, aber ganz ehrlich, ey, ich identifiziere mich nicht mit diesen Leuten. Es gibt auch witzige Sachen. Ich komme einfach ins Plappern. Ja, aber okay, ihr habt sowieso nichts Besseres zu tun, oder? Genau. Jedenfalls, ich muss ehrlich gestehen, ne? Wenn ich irgendwas im Internet kaufe, ich mache das nicht am Handy. In den allerseltensten Fällen oder so mache ich das. Aber ansonsten, ich hol immer meinen PC raus. Ich mache das immer am PC. Immer. Wirklich. Ich kann das nicht, ne? Ich kann das nicht. Auch so, wenn irgendwelche Reiseunterlagen, ne? Ich druck die lieber aus, ne? Ich druck die lieber aus, weil ich mir sage, ich möchte nicht diese Situation haben, dass irgendwie das Handy nicht mehr angeht, ich kein Internet habe oder sonst was und dann stehst du da und kannst dann deine Boardingkarte oder so nicht mehr vorzeigen oder was auch immer, ne? Ich druck mir die Sachen lieber aus. Ja, also da bin ich richtig, richtig alt, was das angeht. Aber gut, okay, das nur mal so am Rande. Naja, jedenfalls, wenn man nicht weiß, wohin mit einem, ja, dann nimmt man die Leute mit auf seine Reise. Ne, Reise klingt natürlich noch immer besser, als ich habe keinen Plan. Und und wenn man dann halt natürlich diesen Leuten bei dieser Reise zuschauen möchte, ein Teil davon sein möchte, dann sollte man direkt folgen, also so wie auch meinem Kanal hier. Weil ansonsten kann es sein, dass der Algorithmus einem nie wieder diese Videos vorschlägt. Und das wäre traurig. Ich persönlich hoffe immer wieder darauf, dass mir sowas nie wieder vorgeschlagen wird, aber meine Gebete werden da leider nicht erhört. Naja, so, das jedenfalls dazu. Die Quarterlife-Crisis. Ist das nicht schön, wenn man sich solche Wörter ausdenkt? Herrlich, herrlich, herrlich. Manchmal hilft es wirklich, das sage ich jetzt einfach als professioneller Nichtarzt, manchmal kann es echt helfen, weniger auf diesen Plattformen unterwegs zu sein. Ne? Ich bin gegen ein Verbot, aber man sollte sich auch selber einfach mal am Riemen reißen und sagen so, ne, es reicht. Ja, vielleicht geht das auch nicht für alle, ne? Aber ich persönlich merke halt irgendwann so, es reicht. Ne? Ich kann mich da kurz mal belustigen an sowas, aber irgendwann merke ich so, ja komm, es reicht. Ja? Das ist gut für heute. Ne? Ich hab genug gesehen. Aber eventuell ist das halt nicht für alle möglich. Ne? Na gut, dann kann man doch immer sein Handy wegwerfen und so ein altes Nokia oder so verwenden, wenn man erreichbar sein will. Ich sag's ja nur. Gut. Das dazu. Und, und ja, wenn einem wirklich so langweilig ist, während man auf dem einen Gerät so lange scrollt, bis einem langweilig ist und dann einfach zum nächsten Gerät wechselt, um da genau das gleiche weiterzumachen. Ach, ist das herrlich, diese Generation, die erfüllt mich immer wieder mit Freude. Es ist unglaublich.
Aber dann wollte ich noch irgendwas sagen. Irgendwas hatte ich noch, was ich loswerden will in diesem Bezug. Aber boah, ich habe so einiges gesehen. Ne? Ich habe so einiges gesehen, was in meinem Kopf geblieben ist. Manchmal frage ich mich, soll ich das niederschreiben, um halt darüber zu berichten? Weil es ist schon so ein gewisses kleines Hobby. Ja, schon so ein kleines Hobby. Achso, das übrigens mit dem Wal, falls ihr das mitbekommen habt. Ne? Da gibt es ja so einen Wal, der ist gestrandet. Und ja, ich muss dazu sagen, ne, Leute, die das halt emotional mitnimmt, ja, das ist ja in Ordnung. Ne? Ich lach die jetzt nicht aus. Ne? Gut, ob man sich jetzt ein Tattoo stechen lassen muss, weiß ich nicht. Aber wenn Leute halt Mitgefühl zeigen und so weiter, das ist ja in Ordnung. Aber boah, dann wieder die Kommentare, da, ne? So, oh ja, hier, Mitgefühl bei einem Wal haben, aber dann hier, weiß ich nicht, sich da Schnitzel irgendwie zubereiten oder so. Ja, na und? Ja, na und? Dann ist es halt so. Meine Güte. Oder wenn Leute halt ihr Geld dem Zoo geben, ja, indem sie halt irgendwelche Spenden machen, dann gibt es halt auch da wieder Leute, die sich sagen, oh, wie, du gibst dem Zoo das Geld, das wäre hier und da besser aufgehoben als im Zoo und bla bla bla. So, ja, dann mach es doch. Dann mach es doch selber, ja. Boah, regt mich das auf. Schrecklich. Aber, um nochmal zum Wal zurückzukommen. Also, hätte ich irgendwas sagen können, weißt du, also hätte ich mir etwas aussuchen können, ich hätte gesagt, Alter, jetzt machen wir hier nicht irgendwie einen Monat lang hier alles Mögliche und mal ja, mal nein und dann gucken wir mal und dies und das so einfach nehmen und dann wir nehmen Bikini Bottom und schieben es einfach woanders hin. So, ja. Dann nehmen wir den Wal und schieben ihn einfach wieder ins Wasser. Punkt. Oh, Mann. Ja, aber gut, okay, vielleicht fehlt mir da einfach so dieses Feingefühl. Ja, kann schon sein, würde ich jetzt nicht verleugnen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht bin ich dann auch zu pragmatisch oder so. Ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Ja, aber die KI-Songs. Boah, ich habe ja in der letzten Zeit wirklich einige Tanky-Radio-Lieder ja auch mit KI erstellt. Falls ihr es nicht wisst, Tanky-Radio und so weiter und so fort auf meinem Discord-Server. Link ist in der Beschreibung. Naja, jedenfalls, also, diese KI-Lieder. Jedes Mal, wenn ich das irgendwie mitbekomme, ich muss jedes Mal an die Tanky-Songs denken. Es tut mir wirklich leid. Die Stimme ist ja oft immer die gleiche und so, ne? Und jedes Mal habe ich halt immer diese Songs im Kopf. Da fühle ich mich schon so ein bisschen schlecht. Aber okay, was soll's. Aber auch die Dummheit. Also jetzt nicht mit dem Wal oder so, sondern mal was anderes. Mann. Okay, ich reg mich hier schon wieder auf. Aber ich muss das kurz mal loswerden. Ne? Es gibt so... Ich weiß nicht, also ne, Algorithmus soll ja schlau sein und so weiter und dir das empfehlen, was irgendwie dich hält, ja, damit du halt immer schön weiter halt scrollst und dir die Werbung anguckst. Ist ja in Ordnung, ja, irgendwie muss das ja finanziert werden, nicht wahr? Aber das, was mir da angezeigt wird, das regt mich mehr auf, ne? Das regt mich eher auf, als dass es mich dann belustigt, so im Großen und Ganzen. Wenn da Leute, also okay, zuerst die Dummheit, ja, Was passiert, wenn du irgendwo was kochst, ja, oder, keine Ahnung, du willst was im Ofen backen und da lässt du es dann 2 Wochen oder so stehen. Was passiert da vielleicht? Vielleicht fängt das Essen an zu schimmeln, oder? Kann schon sein. Und dann diese ganzen gestellten Clips und so, kennt ihr das? Da fängt dann der Clip an und man hält sich irgendwie die Hand vorm Mund und so, ne, tut so überrascht und alles Mögliche und dann zeigt man seinen Schimmelofen oder irgendwie sowas und sagt, oh mein Gott, ich habe da mein Essen 2 Wochen liegen lassen. Ja. Mensch, wer hätte das gedacht? So. Wer hätte das gedacht? Meine Güte. Als nächstes, genauso wie dieses Thema mit dem Lüften. Manchmal frage ich mich, ist das so, ne? Oder ist das gestellt? Macht man das mit Absicht? Weil ich mir denke, so dumm kann man doch gar nicht sein. Oder irre ich mich? Aber vielleicht ja schon. Puh. Beispielsweise,
da kommen wir zu den gestellten Sachen, ne? Ich versuche das in Worte zu fassen. Irgendwas geht zu Bruch, ja? Keine Ahnung, ein Porzellanteller fällt runter. Dann machst du auf einmal so ein Video. Oh mein Gott, Leute, mir ist gerade ein Porzellanteller runtergefallen und dabei habe ich doch einfach nur... Und dann fällt dir der nächste runter. Manchmal, also, erstmal, warum nimmst du überhaupt das Handy raus und zeigst das? Ja? Also, warum nimmst du nicht einen Besen oder einen Handfeger oder sonst was und machst mir erstmal die Scherben weg? Warum machst du dein Handy an und filmst das Ganze und stellst dann die Szene auch noch nach? Warum? Habe ich danach gefragt? Nein, habe ich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum tust du das? Ja? Boah. So, jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Ja, oder solche Beziehungssachen und so. Alter, das regt mich so auf, Mann. Das regt mich so auf. Weißt du, wo du halt irgendwie... Da steht offensichtlich eine Kamera. Am besten mit Stativ und super Beleuchtung, ne? Und dann tust du halt irgendwie so, als würdest du deinen Partner oder deine Partnerin mit irgendwas, keine Ahnung, reinlegen wollen. So. Also vielleicht ist ja die Person blind wie ein Maulwurf. Kann schon sein, ne? Aber dieses gestellte, gekünstelte und... Oh, das regt mich so auf, Mann. Das regt mich so auf. Ich kann das nicht mit ansehen. Ich kann das echt nicht mit ansehen. Boah, schrecklich. Manchmal gibt es da schon interessante Sachen, die einem da so reingespült werden. Aber der Großteil ist wirklich nur Müll. Okay, jetzt kann man natürlich auch der Fairness halber sagen, das, was ich hier mache, ist ja nicht wirklich besser. Mag sein, vielleicht bin ich Teil des Problems. Ja, aber da bin ich leider zu egoistisch. Das tut mir leid, das ist mir egal. Ja, es liegt ja immer im Auge des Betrachters, was für einen witzig ist, was für einen lustig ist, was für einen nützlich ist und so, ne? Und was man sich gerne anguckt. Das steht ja jedem frei, ja? Das ist ja in Ordnung. So. Ich sag ja nur, es gibt Sachen, die regen mich halt einfach auf. Aber trotzdem darf halt jeder seinen Müll hochladen, wenn er will. Ne? Soll er ruhig machen. Habe ich mehr zum Aufregen. Ach, das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß. Oder mich über Leute aufregen, die sich aufregen. Ja, das macht auch Spaß. Ja, also, es gibt einige Sachen, die machen mich glücklich. Die geben meinem Leben wieder ein bisschen Sinn. Und das gehört dazu. Ja. Ja, gut. Natürlich alles mit ein bisschen Spaß, aber nein, also manchmal hilft es einfach, das Handy wegzulegen. Ne? Manchmal hilft es auch, nicht alles mit der Welt teilen zu müssen. Ja, nicht jeden Müll. So schmiere ich mir ein Brot. Keine Ahnung. Ich habe irgendwas komplett Banales entdeckt und jetzt muss ich das mit der Welt teilen, weil wahrscheinlich sind alle anderen genauso dumm wie ich, ja, und wissen es nicht. Ne? Keine Ahnung. Zum Beispiel, ich weiß nicht, dass man Wäsche nicht in der Waschmaschine trocknet oder so. Ich weiß nicht, das habe ich mir jetzt ausgedacht, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die auf einmal entdeckt haben, dass wenn man die Wäsche auf eine Wäscheleine oder so hängt, dass die dann schneller trocknet als in der Waschmaschine. Ich habe keine Ahnung, ja. Vielleicht. Ja, aber manchmal, du musst doch nicht alles teilen, oder? Musst du das machen? Musst du das wirklich machen? Und dann, jetzt habe ich mich in Rage geredet, jetzt müsst ihr da durch. Und dann noch eine weitere Sache, die ich nicht ausstehen kann. Okay, es gibt 2 Sachen, die ich nicht ausstehen kann. Kennt ihr diese Videos, wo irgendeine Person irgendetwas erklärt und bla 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 und redet ohne Punkt und Pause? Natürlich redet diese Person schon mit Punkt und Pause, schneidet es aber so, dass die Sätze ineinander greifen, sich überlappen und das regt mich so auf. Da kriege ich eine Krise. Anstatt einfach normale Pausen zu setzen oder wenn die Pause zu lang war, ein bisschen zu kürzen. Nein, da gibt's keine Pause. Da fängt der Satz an, während der andere noch nicht aufhört. Es muss sich überlappen. Und das ist so anstrengend zum Zuhören, weil du wartest darauf, dass dieser Satz endet. Der endet aber nicht. Da fängt gleich wieder der neue Satz an. Da wird einfach das Ende des letzten Worts im Grunde mit dem Satzanfang kombiniert. Oh.
Das regt mich auf. Und dann, und dann sind wir auch durch. 20 Minuten reicht. Und dann diese Werbungen. Oh mein Gott. Ich habe noch nie Väter so sehr gehasst wie vor ein paar Tagen. Oh, ja, okay, da müssen sich Leute irgendeine interessante Geschichte ausdenken, um halt Väter zu verkaufen, ja, oder zu bewerben. Aber tut mir leid, wenn ich eine Packung Feta aufmache, dann denke ich nicht an Griechenland und meinen letzten Sommer und wie die Sonne auf meine Haut schien und sowas. Dann denke ich halt einfach nur an den scheiß Käse. Und den Markenkäse, den kaufe ich mir auch nur, wenn er im Angebot ist. Und ansonsten hole ich mir einfach die Eigenmarke, weil ich ein Sparfuchs bin. Oh, regt mich das auf. Ja, also, diese Werbung hat mir Feta wirklich versaut. Ich habe das eine Zeit lang sehr gerne gegessen, aber diese Werbung hat mir den Käse einfach versaut. Ja, vielen Dank. Also das hat gefruchtet. Ich bin gespannt, was es als nächstes gibt. Ja. Weißt du, oh mein Gott, wenn man dann auch noch so angelogen wird. Okay, jetzt kann man sagen, ja, in Werbung wirst du angelogen. Aber so, wie Influencer das verpacken, ne, das ist eine andere Stufe. Ja, ich war kürzlich im Laden und habe mir dann dies und das Produkt gekauft. Ach so, und übrigens, ich krieg dafür auch noch Geld. Aber ich tue jetzt mal so, als wäre ich im Laden gewesen und hätte mir das gekauft, weil ich irgendwie Bock drauf habe. Und nicht, weil irgendwie 2 Tage vorher die Zahlung reingekommen ist. Nein, ich hatte einfach Bock drauf. Übrigens, das Ganze ist eine Anzeige und hier habe ich auch noch den Werbepartner verlinkt. Aber ich habe mir dieses Produkt gekauft, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Wisst ihr, was ich meine? Da kriege ich Aggression. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Macht es gut oder besser? René, ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Haut rein. Ciao, ciao.